Künstliche Intelligenz, also KI, durchdringt unser gesamtes Leben und bietet auch in der Elektronikfertigung an ganz vielen verschiedenen Stellen einen großen Nutzen. Sie sorgt für eine smarte Qualitätskontrolle, Fehler werden frühzeitiger erkannt, Themen wie Predictive Maintenance oder die Entlastung von Werkern, das sind alles so Themen, wo KI mit reinspielen kann und unterstützen kann. Und über die Möglichkeiten, die es da gibt, möchte ich jetzt sprechen mit Christoph Nietzsche, Head of Generative AI beim Fraunhofer IPA, mit Reinhard Seidel, Geschäftsführer von Deeptronics, und mit Michael Haft, Gründer und CEO von Explain Data. Hallo erstmal, herzlich willkommen. Schön, dass wir über das Thema KI sprechen können. Und jeder von Ihnen hat ja auch so eine ganz spezielle Perspektive auf das Thema mit unterschiedlichen spannenden Technologien und Anwendungen. Ich würde gerne mal damit starten, dass ich hatte jetzt gerade das Thema so Fehler frühzeitig erkennen in der Anmoderation genannt. Vielleicht, Herr Seidel, legen Sie mal kurz los, indem Sie mal kurz erklären, was Deeptronics macht. Und ich glaube, dann kann man schon sehen, dass das ja auch in so eine Richtung geht, wo man wirklich auf Fehler frühzeitig erkennen kann. Ne? Richtig, ja. Also bei uns geht es letztlich darum, Fehler bereits im Design zu erkennen. Und Fehler ist natürlich jetzt hier relativ. Es gibt der Entwickler, der wählt bestimmte Designkonfigurationen in der Leiterplatte, jetzt auf Elektronik bezogen. Der hat ja seine Gründe dafür, in der Regel. Er wählt Baugruppen oder Bauteile aus, die müssen eine elektronische Funktion letztlich darstellen. Und dann führt so eins zum anderen. Und ein Fehler oder ein Problem wird es dann, wenn die Prozessphysik diese Fertigbarkeit dieser Leiterplattenkonstruktion nicht darstellen kann. Und das ist insbesondere beim THT-Löten ein ganz besonders kritischer Punkt. Ein reproduzierbarer Fehler, der jetzt nicht einfach mal nur durch Stochastik sozusagen entsteht, gelegentlich, wie mal eine Lötbrücke oder so, sondern das ist irgendwie, gerade beim THT-Lotdurchstieg eben etwas, was reproduzierbar, wenn es nicht fertigbar oder schlecht fertigbar ist, wird es praktisch auch immer einen Fehler geben. Und deswegen ist es so wichtig, diese Fehler oder diese Kritikalität bereits in einem Design festzustellen, um dann ohne physische Prototypen hinterher eine Anpassung vornehmen zu können. Und wo kommt da KI ins Spiel? Gut, die Art und Weise, wie ich es feststelle, ob es kritisch ist oder nicht, diese Entscheidung ist eben vom Prozess abhängig. Und weil wir da jetzt von multiphysikalischen Prozessen reden, tut man sich als Mensch da relativ schwer, so nicht-lineare Zusammenhänge zu einem gut oder schlecht oder zumindest gut, mittel, schlecht Kriterium einzuordnen. Und deswegen braucht man dafür letztlich Tools, und aus meiner Sicht ist KI ein Tool, es ist ein Werkzeug in der Werkzeugkiste von dem großen Thema Modellierungstechnologien oder Modellierungsverfahren. Da gehören für mich auch normale Simulationsverfahren dazu, da gehören analytische Modellierung dazu, Stochastik oder Statistik und KI eben auch. Und je nachdem, welches Problem ich angehen möchte, was ich beschreiben möchte oder identifizieren möchte an Fragestellungen, was ich lösen möchte, muss ich dann in die Toolkiste reingreifen. Und so ist KI für mich eines der Möglichkeiten, wie ich diesen Prozess in dem Fall auch modellieren kann. Okay. Beim KI muss man ja auch mal so ein bisschen unterscheiden. Was ist damit? Es ist ja so ein Schlagwort, das über relativ viele Konzepte oder Technologien drüber liegt. Das ist dann eher so Richtung Machine Learning dann bei Ihnen, richtig, ne? Richtig. Ja. Also genau, deswegen, ich sage ganz bewusst, es ist für mich ein Tool, es ist nicht Mittel zum Zweck. Man kann vieles machen, aber ehrlicherweise, das habe ich auch in der Forschung dann vor allem am Ende und als ich dann das Unternehmen gegründet gesehen habe, KI kann nicht der Selbstzweck sein. KI ist kein Produkt, sondern ich muss ein Problem lösen und das kann ich dann zu einem Produkt machen. Und ich sag mal, die Lösung muss zum Problem passen. Ja. Und es gibt exzellente Beispiele, wo man sehen kann, dass KI eine Möglichkeit ist, aber bei weitem nicht die beste. Das muss man, oder Machine Learning, wie auch immer. Und das muss einfach zusammenpassen. Aber in dem Fall löst KI ein Problem, was der Mensch selbst nicht in der Lage wäre zu lösen, ne? Sagen wir nicht gut genug. Ja. Ja, also man kann dieses Problem, was ich jetzt da bearbeite, mit KI lösen.
Man kann es aber auch mit anderen Modellierungsverfahren, sagen wir mit hybriden Modellierungsverfahren, das ist auch das, was ich als Unternehmen jetzt letztlich mache, dass ich, sagen wir mal, ein hybrides Datensimulationsverfahren entwickelt habe, weil beide Ansätze ihre Schwächen haben. Datensammlung ist auch teuer, ne? Das ist ein Hinderungsnis. Und auf der anderen Seite ist reine Simulationsverfahren kosten sehr viel Zeit. Das muss man kombinieren und dann ist man auf einem ganz guten Weg. Okay. Herr Haft, bei Explain Data geht es letztendlich auch um Fehler oder um Fehlerursachen irgendwie aufzudecken, ne? Wenn ich das richtig verstehe, oder? Richtig, genau. Also wir liefern eine Technologie, die es erlaubt, aus umfangreichen Beobachtungsdaten Ursache-Wirkungszusammenhänge zu erkennen. Was heißt das spezifisch jetzt für die Elektronikproduktion? In der Elektronikproduktion hat man natürlich auch Unmengen an Daten, die entlang des ganzen Produktionsprozesses anfallen. Und am Ende des Produktionsprozesses, da kommt gewissermaßen der Tag der Wahrheit. Da geht das produzierte Werkstück dann in die finalen Tests. Dann werden hunderte von Tests durchgeführt und natürlich fallen manche durch die Tests durch. Und dann will man natürlich auch wissen, was ist sozusagen entlang der ganzen Kette rückwärts schiefgegangen? Was sind die kausalen Faktoren, die man aus diesen Daten ablesen kann, die dann am Ende dazu führen, dass ein Werkstück am Ende durch den Qualitätstest durchfällt? Weil nur wenn diese Faktoren, ich muss die Kausalität kennen, weil wenn ich dann natürlich intervenieren will, um die Situation zu verbessern und ich interveniere vorne irgendwo im Prozess, verändere irgendwelche Parameter, dann müssen diese Veränderungen natürlich in dem Ursache-Wirkungszusammenhang zum Ziel stehen. Und das ist die Technologie, die wir liefern, solche Ursache-Wirkungszusammenhänge in komplexen Daten zu ermitteln. Das ist eines der neuen Themenfelder der künstlichen Intelligenz. Also die künstliche Intelligenz ist heute im Wesentlichen geht es um das Thema Predictive Models, eben vorauszusagen, was wird passieren. Aber oft das ist schon mal natürlich viel, viel mehr, vorauszusagen, wird ein Design funktionieren oder auch nicht. Aber sehr oft ist natürlich die dann entscheidende Frage nicht nur, was wird passieren, sondern warum. Und immer dann, wenn ich natürlich auch intervenieren will in einen Prozess, anfange an dem Prozess Parameter zu verändern mit dem Ziel, um ein Ziel zu erreichen, dann muss ich natürlich auch nicht nur sicherstellen, dass die Größen korreliert sind zur Zielgröße, sondern da müssen die in dem tatsächlichen Ursache-Wirkungszusammenhang stehen. Und das ist eben das neue Themenfeld der künstlichen Intelligenz, Causal AI. Dieser Begriff ist in den letzten 1-2 Jahren immer mehr geprägt worden, der insbesondere auch das heutige Thema der künstlichen Intelligenz, die Predictive AI, ergänzt. Und das ist das Thema, für das wir stehen. Und letztendlich auch, hier wäre der Mensch wahrscheinlich auch chancenlos, durch diese Masse an Daten da durchzusteigen und da Muster zu erkennen. Ja, also da ist der Mensch erstmal chancenlos, den ersten Schritt zu tun. Also wir brauchen den Menschen am Ende natürlich immer noch. Also ein Mensch muss sich am Ende angucken. Wir müssen am Ende muss ein Mensch die Ergebnisse interpretieren. Aus verschiedenen Gründen. Da kommen wir dann vielleicht gleich noch zurück. Aber diesen ersten Schritt zu tun, das Auge zu leiten, wo soll er hingucken? Das können wir sehr gut tun. Also entlang eines Produktionsprozesses, wenn Sie sich angucken, Variablen, die korreliert sind zu der Ergebnisvariable. Sie finden Millionen von Korrelationen, ja. Und unter diesen Millionen von Korrelationen sind aber nur wenige einer wirklich kausalen Natur. Ja. Und diese vielen Hypothesen auf wenig relevante schon mal runterzukochen und dann dem Prozessingenieur zu sagen, guck doch mal dahin oder guck dahin, das schaut danach aus, als gäbe es eine Kausalität. Am Ende muss es natürlich der Ingenieur immer noch bewerten. Schon allein deshalb, weil oft natürlich einfach Daten fehlen. Und wenn Daten fehlen, dann muss man interpretieren. Und auch da reden wir von Machine Learning. Beim Interpretieren der Daten, ja, also wir interpretieren gewissermaßen die Daten in dem kausalen Sinne und legen diese Interpretationen dem Experten vor. Ja. Aber am Ende ist es eine Interaktion mit dem Experten. Der Experte kann dann Nachfragen stellen, der kann sich das natürlich dann auch mal angucken. Der kann zu dem System auch sagen, ich verstehe es nicht ganz, zeig mir mal was anderes, zeig mir mal eine alternative Erklärung für diesen Zusammenhang, dann kriegt er eine Alternativen präsentiert zu den Erklärungen, die das System geliefert hat, so dass es hinterher ein Zusammenspiel ist zwischen dem Experten und den Algorithmen. Und nur in diesem Zusammenhangspiel liegt natürlich am Ende die Wahrheit. Herr Nitsche, ich habe Sie als Head of Generative AI vorgestellt. Da sind wir ja dann eben bei generativer KI, wie der Name schon sagt. Generative KI, das ist eher sowas, was so in die Richtung von Large Language Models geht.
Woran arbeiten Sie da, was so beim Thema, wo dann beim Thema Fertigung auch so generative KI zum Einsatz kommt? Ja, also die generative KI ist ja seit ein paar Jahren jetzt in aller Munde und jeder nutzt ChatGPT oder ähnliche Tools und wir machen das natürlich auch oder entwickeln das auch weiter. Fraunhofer hat auch ein eigenes LLM entwickelt und da gibt's auch nicht so viele aus Europa. Also da sind wir ganz gut unterwegs. Okay. Und unser Ansatz bezüglich Produktion, also wir sind ein produktionstechnisches Institut, ist, dass der Mensch mit den Maschinen sprechen kann. Über so ein Interface, über so ein Large Language Model. Und im Hintergrund versteht dieses Large Language Model aber die Maschine. Also wir arbeiten dran, dass es die Maschinensprache versteht, die unterschiedlichsten Protokolle versteht, auch automatisiert verstehen kann, wie sieht denn der Maschinenpark überhaupt aus. Also das System kann nachfragen, ja, was gibt's, welche Maschinen sind angedockt und so weiter. Und der Mensch kann dann über natürliche Sprache eben mit dem ganzen Maschinenpark sprechen, fragen, ja, wie war die letzte Woche, welche Vorfälle gab's, muss man irgendwas nachjustieren. Also so in diese Richtung geht's. Und generative KI heißt ja, man generiert auch was Neues. Also wir generieren auch Simulationsumgebungen, oder einfach Simulationen, die ja jetzt mit Large Language Models nicht immer was zu tun haben. Ja. Geht es viel um Bilderzeugung, um Szenenerzeugung. Also das haben wir auch ganz stark bei uns. Ja. Okay. Also Kommunikation zwischen dem Mensch und der Maschine, die ja sonst eben indem er irgendwie eine entsprechende Programmierung können muss oder Bedienung, also über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen muss, um die Maschine zu bedienen. Ist es dann, wenn es über natürliche Sprache geht, heißt es dann, dass ich dann quasi nicht mehr dieses Expertenwissen brauche, was vorher notwendig war? Oder wo ist denn der Nutzen dann dabei? Ja, es ist also dieses Large Language Model hat über so ein RAG-System, also so ein Retrieval Augmented Generation System, zum Beispiel die ganze Spezifikation der Maschine angedockt, alle Handbücher dazu, wie auch immer. Okay. Und das hilft eben auch gerade auch die Menschen einzulernen, also die an der Maschine arbeiten, weil das generative KI-System eben in der Konversation mit dem Menschen kann dem Menschen auch beibringen, wie man die Maschine überhaupt bedient oder wie man sie repariert oder was vielleicht die Ursache des Ausfalls war. Okay, also ich kann die Werker schneller anlernen und letztendlich sind die Hürden nicht so hoch im Prinzip für den Menschen mit der Maschine umzugehen und zu bedienen, ne? Ja, richtig. Und es ist ja, in der Regel hat man ja viele Spezifikationen und Handbücher und Pläne. Und die generative KI sucht alles quasi zusammen, was der Mensch braucht jetzt für seine jetzige Tätigkeit. Ja, und ich habe ja in der Regel auch einen sehr heterogenen Maschinenpark in den Fabriken, ne? Das ist ja irgendwie auch so ein Thema. Genau, das ist auch eine riesige Herausforderung, wo auch die generative KI eben wirklich die Informationen sammeln kann, wirklich aus dem ganzen Maschinenpark und auch ausgeben kann, also wo Informationen noch fehlen, also wo Daten fehlen, wo Eingriffe fehlen und dadurch muss man das nicht manuell irgendwie überprüfen oder irgendwie ausprogrammieren. Und das sind schon Systeme, die jetzt schon bei Unternehmen im Einsatz sind, oder in was für ein Stadium ist denn so die Entwicklung? Ja, ich meine, es gibt hier auf der Messe ja auch einige Anbieter und also manche Systeme sind im Einsatz. Also wir forschen ja immer, wir schauen natürlich weit in die Zukunft. Wir arbeiten zum Beispiel auch an Motivationsassistenten, also dass die generative KI also nicht nur
jetzt eine normale Konversation führen kann, sondern dass die auch den Arbeiter motiviert in seiner Arbeit. Okay. Also ja, ist ganz lustig, also wo man dann sagt, ja, das Problem wurde doch so und so gelöst damals, jetzt probieren wir das nochmal oder solche. Ihr verbreitet Vorschläge quasi. Genau, also Lösungsvorschläge. quasi auch so ein bisschen therapeutisch. Also wir haben auch therapeutische Gut. Bots. Also es Schön. gibt quasi die Schnittstelle zum Menschen, Ja. die Schnittstelle zur Maschine und das ist sehr vielfältig. Ja. Also da, genau, Okay. spannend. Okay. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie ist es denn bei Ihnen beiden, bevor wir jetzt auch mal noch dann tiefer in die Materie auch bei Explain Data und Deeptronics einsteigen, aber ist generative KI irgendwas, womit Sie sich auch beschäftigen, wo man sagt, das könnte vielleicht für uns auch irgendwann mal interessant werden? Ja, definitiv. Also die Kombination aus beiden ist natürlich sehr, sehr spannend. Also natürlich will man eine Prädiktion machen, also das Predictive Model, eine möglichst hochgenaue. Umgekehrt will man diese Prädiktion aber natürlich auch sehr gerne erklärt haben. Warum kommt diese Prädiktion zustande? Weil nur dann wird es natürlich auch sehr viel mehr benutzbar. Und in der Kombination, glaube ich, da ist schon noch sehr, sehr vieles zu gewinnen. Also nicht die heutige klassische prädiktive KI eben auch mit kausaler KI zu ergänzen, also auch um die Dinge zu erklären. Also gerade in der Schnittstelle zum Operator, da braucht man sowas auch. Und jetzt, wenn ich Ihnen gerade zuhöre, dann würden wir dann schon auch sofort die ein oder andere Kombination einfallen können. Also wir haben eben kein natürlich sprachliches Interface, sondern man muss so bei uns in Oberflächen rumklicken und muss so irgendwelche komplexen Texte verstehen. Aber idealerweise hätte ich natürlich gerne sowas, wo der Operator sagen kann, hey Maschine, zeig mir mal, was für kausale Faktoren haben Sie in den letzten Tagen entwickelt, die dafür verantwortlich sein können, dass heute mein Ergebnis schlechter ist. Und dann kriegt er ein paar Ergebnisse präsentiert. Vielleicht eben auch natürlich sprachlich. Und dann kann man zu der Maschine sagen, oh, ich verstehe die Ergebnisse nicht. Kannst du mir die mal anders erklären? Dann werden andere Erklärungen generiert und in diesem natürlichen sprachlichen Interface dem Operator wieder präsentiert. Und in der Kombination könnte dann natürlich ein sehr, sehr schöner Schuh draus werden, der die Technologie noch viel einfacher nutzbar macht. Also auch Kommunikation ist dann auch das Thema letztendlich. Kommunikation ist natürlich immer ein Thema. Ja. Also unser Thema ist Causal AI. Vor einigen Jahren aber wurde auch noch sehr stark über das Thema Explainable AI gesprochen und nicht ganz ohne Grund heißt unsere Company Explain Data, geschrieben mit Explain, besonders einfach Daten erklären. Und diese beiden Dinge, Causal AI und Explainable AI, die hängen natürlich sehr, sehr stark zusammen, weil wir wollen natürlich verständlich erklären, für den Benutzer verständlich erklären und die Schnittstelle dadurch natürlich auch bilden. Auch natürlich, was prädiktive Modelle angeht, nicht nur die Prädiktion abliefern, sondern auch die Erklärung dafür, uns dadurch natürlich auch einfacher verdaubar machen. Herr Seidel, generative KI, ist das irgendwas, wo Sie sagen, könnte auch für uns mal interessant werden? Also für den ganz konkreten Anwendungsfall, den ich jetzt bearbeite, ein klares Jein. Ja. Ich habe, als ich am Lehrstuhl noch war, habe ich mich auch mit genau diesen Themen beschäftigt. Unter anderem, wie kann ich das Prozesswissen, das ich jetzt in meinen Prädiktionsmodellen drin habe, meinem Operator erklären. Also habe zum Beispiel, ich weiß nicht, hunderte Veröffentlichungen in mein RAG-System importiert, um zu gucken, kann er mir bestimmte Fragen beantworten? Hilft das dem Operator? Weil wir als zumindest, ich sag mal, gerade in der Dachregion das Thema Fachkräfte und dann ist in dem Elektronikumfeld ja noch so, es gibt keinen Ausbildungsberuf. Es ist kein Lernberuf, es sind alles, ich sag mal, angelernte Kräfte, die sich die sagen wir mal einarbeiten. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, auf Anfrage, und das ist ja auch etwas, was wir uns jetzt so langsam gewöhnen, dass Google mir nicht nur irgendwie 10 Seiten ausspuckt, sondern im Grunde genommen eine Zusammenfassung gibt, was ich dann an den nächsten 10 Seiten finden könnte, als Antwort. Kein Mensch möchte irgendwelche 500 Seiten Manuals lesen. Also macht wenig Spaß. Und da ist der Anspruch letztlich ja ganz schnell Antworten zum Prozess, zur Maschine und zur Historie auch zu kriegen. Mhm. Da werden wahrscheinlich dann irgendwelche Adapter oder Parser für die Logfiles geschrieben, um den Maschinenzustand zu prüfen. Und das Ganze in, ich sag mal, einer
instantan oder zumindest für diese Situation passende Situation aufzubereiten, zu visualisieren, zu erklären. Und das ist schon ein Punkt, der gerade für eine Technologie wie die THT-Technologie, die sagen wir mal 20, 30 Jahre tot gesagt wurde, die jetzt wiederkommt wegen erneuerbaren Energien, echt wichtig ist. Weil nicht jedes Unternehmen kann sich einen spezifischen THT-Technologie leisten oder selbst wenn sie es leisten können, es gibt sie unter Umständen dann einfach nicht mehr. Ja. Weil sie in Rente gegangen sind, weil die neuen Karrierewege sind anders. Sie sind nicht mehr so, ich bin jetzt 30 Jahre THT-Technologe, sondern ich mache das mal 3, 4, 5 Jahre. Dann will ich aber Teamleiter werden und mich weiterentwickeln. Was ja fein ist und gerechtfertigt wird. Aber das verändert sich und ich denke, dass man da die Möglichkeit hat, Prozesswissen systematisch letztlich abrufbar, skalierbar zu speichern und auch in den Unternehmen zu halten. Insofern sehe ich das jetzt so aus meiner Brille für diese Fertigungstechnologie. Sie haben vorhin gesagt, KI ist kein Selbstzweck. Ja. Und es geht mir jetzt auch darum, hier so ein bisschen auch den konkreten Nutzen wirklich von KI rauszuarbeiten. Hier in dem Fall, klar, es ist eine einfachere Bedienbarkeit und die brauchen vielleicht nicht so viel Wissen, um damit mit Maschinen nutzen zu können als Werker. Können schneller eingelernt werden. Jetzt in dem Fall und wahrscheinlich bei Ihnen genauso, ist der klare Nutzen weniger Fehler in der Produktion, weniger Ausschuss, oder? Kann man das so sagen? Ich würde sagen, der klassische Dreikampf, Kosten, Qualität und Zeit. Ja, also ich kann mir Zeit in der Prozessentwicklung sparen, ich spare mir Time to Market, das ist ja noch der viel größere Nutzen. Da rede ich nicht über ein paar 100 Euro oder ein paar 1000 Euro Ersparnis, sondern eigentlich eher im Bereich Anfang bis Mitte fünfstellig. Wenn ich mir sowas einsparen kann, weil ich Probleme frühzeitig erkannt habe. Auch das Erreichen von Qualitätszielen und zu welchen Kosten. Das sind die Punkte, die man da schon erreichen kann. Bei Ihnen auch so der klassische Dreiklang? Ja, natürlich. Also klar, am Ende geht es natürlich in erster Linie um Kosten. Yield heißt Kosten am Ende natürlich. Aber Yield heißt natürlich nicht nur Kosten, sondern Qualität am Ende natürlich auch. Wenn die Qualität des Produktes stimmt, haben Sie natürlich viel später. Da geht es nicht nur um den unmittelbaren Yield, sondern wenn das Ding dann erstmal im Feld ist und im Feld natürlich irgendwas schief geht und zurückkommt und sich der Kunde beschwert, dann erstens wird's dann manchmal richtig teuer und dann leidet natürlich auch die Reputation. Und deshalb klar, also natürlich unmittelbare Kosten im Produktionsprozess, aber natürlich auch die Qualität der Produkte, die da am Ende im Feld sind und da dann weniger oft ausfallen, ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht vielleicht am Ende sogar wichtiger. Anderes Stichwort, was Sie genannt hatten, war Explainable AI. Finde ich auch spannend. Das ist ja immer so ein Ding, was mit KI einhergeht. Ich kann nicht nachvollziehen, wie die KI zu ihrem Ergebnis kommt. Was für eine Rolle spielt das bei Ihrer Lösung? Also eine ganz essentielle. Ne? Ich muss, deswegen, ich finde das beeindruckend. Als ich angefangen habe als Unternehmen, dachte ich auch, ich mache das wirklich als lernendes System. Habe ich aber ein Problem. Erstens muss ich dieses System irgendwie überwachen und die Modelle überwachen, wie die sich verhalten. Das ist ein Aufwand und damit mit Kosten verbunden. Zweitens muss ich dann Kunden dazu bringen, erstmal Geld in eine Software zu investieren, wo ich noch nicht ihnen versprechen kann, wie gut die Software-Ergebnisse sein werden, weil es von ihren Daten abhängt. Mit ihrer Datenverteilung und. Und das ist so mal ein Punkt, wo das Thema Erklärbarkeit, wo ich dann letztlich, wie vorhin beschrieben, zu diesem hybriden Modell abgewandert bin, dass ich sagen kann, ich muss als Unternehmer mir relativ sicher sein, was ich da verkaufen kann. Ja. Und deswegen, ich meine, das sind ganz andere, das ist eine Plattformlösung, denke ich, was ihr verkauft, ist eine andere Fragestellung. Aber das ist absolut essentiell. Also ich wäre heute sicher nicht mit meinen Maschinenpartner auf dem Stand, wenn ich nicht zumindest 80% erklären kann, was da passiert. Ja, und die Ursache-Wirkungsbeziehungen beschreiben kann auch. Daran fragen die Kunden auch für diesen speziellen Anwendungsfall. Ich glaube, der klassische deutsche Ingenieur
akzeptiert keine Blackbox, sondern wir wissen, warum. Und das sind wir Deutschen natürlich auch da, der Experte, der schon lange an der Anlage steht, dem man auch wenig vormachen kann. Ja, der will natürlich nicht nur, da kommt irgendeine Prognose raus, sondern der will wissen, warum, wie funktioniert dieses Ding am Ende. Und ich glaube, gerade da müssen, damit es natürlich hinterher auch eine Akzeptanz findet, muss das Ganze auch eine gewisse Erklärbarkeit irgendwo mit dabei sein. Ja, wenn ich ganz so sage, ja, klar. jein, also ich kann auch nicht wissen, was in meinem Kollegen im Kopf vorgeht. Ja. Das ist auch nicht erklärbar. Der kann es mir erklären, oder so ein bisschen Bauchgefühl, Erfahrung und so weiter. Insofern finde ich das Argument immer, wenn das kommt, dann immer eher, naja, der Kollege ist auch eine Blackbox, sagen wir so. Ja, ich muss dem auch vertrauen. Es geht um Vertrauen. Ja. Und den Systemen, es ist für mich die Frage, wie visualisiere ich die Ergebnisse? Was gebe ich an meinen Nutzer als Ergebnis, dass er damit klarkommt und es für ihn zumindest sich nachvollziehbar anfühlt. Und das ist dann natürlich auch die Sache, wenn ich es eben nicht erklären kann oder erstmal darauf angewiesen bin, dass der Kunden Daten mitbringt, die dann hoffentlich auch die nötigen Informationen, Korrelationen und Kausalitäten enthalten. Tue ich mich viel schwerer, sagen wir mal, als Unternehmen das auch zu verkaufen. Wenn ich sage, ich habe ein Modell, da weiß ich, was passiert, bin ich vielleicht nicht 90 oder 95% der Abbildungsqualität, ne, oder habe vielleicht nicht so eine hohe Accuracy, Recall, wie auch immer. Aber wenn ich 80-90% in der Range deskriptiv beschreiben kann, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ist das aus unternehmerischer Perspektive für mich viel mehr wert, als, sagen wir, die letzten 5% noch rauszuholen. Ja. Also wenn ich so physikalische Zusammenhänge beschreiben kann. Ja. Und das ist für mich etwas, ein Basismodell, das kann ich verkaufen und dann kann man das immer noch hinterher besser machen. Und man kann das System aufbohren, sodass es selber lernt oder hinzufügt. Ja, alles fein. Aber der erste Schritt ist für mich, und deswegen sagte ich auch am Anfang, man muss wissen, was will ich genau modellieren und ist nicht praktisch die zweitbeste Lösung viel, viel billiger und aus unternehmerischer Perspektive letztlich effizienter. Auch für den Kunden effizienter, weil letztlich die Kosten muss er letztlich tragen am Ende. Wie ist das bei Ihnen? Also wenn ich als Laie ChatGPT oder Gemini oder irgendein anderes Modell nutze, dann macht man relativ schnell die Erfahrung, ist sehr nützlich, aber manchmal erzählt es auch Quatsch. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie wenn Sie da Large Language Models einsetzen, um Maschinen zu bedienen? Welche Rolle spielt da das Thema Verlässlichkeit und wie kann man das irgendwie ausschließen, dass da keine Fehler passieren? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Es gibt ja eben in der klassischen KI eben gibt es schon viele Erklärbarkeitsmethoden und wir haben auch selber viele entwickelt. Wir haben auch eine große KI-Abteilung, die eben die klassischen KI-Methoden macht. Und bei der generativen KI ist das wirklich eine Herausforderung, aufgrund der Halluzinationen und so weiter. Genau. Also wir arbeiten an spezialisierten Modellen, die eigentlich sehr eben spezialisiert sind und versuchen denen eigentlich je nach Bedarf die Kreativität zu nehmen oder zu geben. Je nachdem, was man will. Also wenn jetzt das eine Produktionsanlage ist, da will man möglichst wenig Kreativität. Wenn es jetzt ein Designer ist oder dann möchte man ja die Kreativität haben. Und so arbeiten wir eben auch an Multi-Agenten-Systemen, wo die sich gegenseitig austauschen auch. Also in ein Gespräch gehen. Also der eine ist quasi der Ingenieur, der andere ist irgendwie der Kostenmensch, dann gibt's den kreativen Part und die sprechen dann miteinander, so virtuell und stimmen dann die Aktionen ab. Aber es ist bei generativer KI Erklärbarkeit wirklich eine echte Herausforderung. Ja. Also da beißen wir uns auch immer nur die Zähne aus. Also da die KI, die so ein bisschen die KI überprüft dann oder durch den Austausch findet das dann statt.
Genau, und ein Slogan bei uns ist eben auch Use AI to get rid of AI. Also nutze KI, um KI loszuwerden. Das bedeutet eigentlich überall, wo man dann draufkommt, dass man keine KI braucht, sondern eben durch physikalische Modelle abbilden kann, was ja auch die KI wieder rausfindet, ob das möglich ist, dann ersetzen wir das auch durch die Physik oder durch die Mathematik, dass uns die KI da nicht reinspukt. Okay. Was auch dazu führt, dass man gewisse Regulatorien dann ja nicht mehr erfüllen muss. Andere schon natürlich, aber vielleicht gewisse dann nicht mehr. Geht ja ein bisschen auch so in die Richtung, dass KI kein Selbstzweck ist, sondern nur dann, wenn sie wirklich notwendig ist oder Sinn ergibt, sie dann auch einzusetzen. Wie ist denn das, was die Akzeptanz der Leute betrifft, die dann damit umgehen? Also gibt's da Hemmschwellen, dass man sagt, okay, jetzt kann ich mich darauf verlassen, was ich jetzt von der KI höre? Also muss man da auch so ein bisschen erstmal die Leute dazu bringen, sowas zu nutzen, oder sind die da schon total offen? Nein, also das würde ich mal sagen, das ist noch alles sehr konservativ, auch verständlicherweise. Gerade eben am Shopfloor sind die Leute ja natürlich sehr bedacht, dass die Maschinen funktionieren, die Produktion läuft. Aber wenn man mal aufzeigen kann, weil es ist ja in der Regel, gibt es mehrere Maschinen hintereinander, eine große Fertigungsstraße, aber die KI kann ja dann aufzeigen, oder das funktioniert auch oft genug, dass zum Beispiel ein Prozess ganz am Anfang zu dem Problem ganz am Ende geführt hat. Und wenn ein Werker in der Fabrik das mal sieht und dann denkt er, ja, genau, dieser Zusammenhang, das habe ich noch nie gesehen, weil ja eigentlich für jede Maschine ein anderer zuständig ist. Und diesen Überblick wirklich in der Regel niemand hat. Also so im Detail, wo man eben Zehntausende von Messgrößen von jeder Maschine aufnimmt und die miteinander korreliert. Und da kann eben rauskommen, ja, der Prozess vor 2 Stunden war irgendwie fehlerhaft und drum ist eben da hinten das Produkt irgendwie schlecht. Okay, also das überzeugt dann die Leute. Also, aber natürlich der Schritt in eine autonome Prozesssteuerung, das ist nochmal ein anderer Schritt. Also das, was ich jetzt meine, ist quasi ein Assistenzsystem, das irgendwelche Vorschläge macht und der Mensch kann dann noch eingreifen oder kann was tun oder nicht. Und diese autonome Prozessführung, das braucht noch mehr Überzeugung natürlich. Also dann, wenn ich das Ergebnis oder Nutzen sehe, dann ist das letztendlich die Überzeugung, oder dann leistet das die Überzeugungsarbeit. Und zusätzlich, eben wenn man diese Zehntausenden, Hunderttausenden Messgrößen über einen ganzen Produktionsprozess miteinander korreliert, hat man ja auch eine komplette Blackbox. Aber da versuchen wir halt, wie auch die Kollegen hier, eben möglichst was Verstehbares zu extrahieren. Weil vielleicht sind nur gerade 5 Größen relevant aus diesen vielen. Und dann kann man aus dem neuronalen Netz quasi einen Entscheidungsbaum extrahieren, der dann verstehbar ist. Ja. Okay. Ich glaube, so dieses Thema, dass man noch die Kontrolle irgendwie, dass der Mensch noch irgendwo mittendrin ist, um noch die Kontrolle zu haben, ist bei Ihnen beiden wahrscheinlich auch ein großes Thema, ne? Dass man nicht komplett der KI irgendwie das Feld überlässt, die Kontrolle. Das ist bei uns sicherlich so. Also der Loop läuft immer über den Menschen, jedenfalls im Moment noch, und das, glaube ich, wird auch noch lange so sein. Also wir stellen noch eine Komponente bereit, die nennt sich Causal Discovery Bots. Also der läuft dann im Hintergrund mit. Jeden Tag, wenn neue Daten reinkommen, werden neue kausale Faktoren ermittelt aufgrund der Daten der letzten Tage oder Stunden. Die werden mit existierenden kausalen Faktoren verglichen, und wenn dann neue sich abzeichnen, dann wird das Ganze automatisch gemeldet. Also da ist schon eine gewisse Automatik mit dabei, dass der Prozess sozusagen ständig gemonitort wird. Aber diese neuen kausalen Faktoren, die sich dann abzuzeichnen scheinen, die werden natürlich per E-Mail oder per SMS einem Operator auf den Tisch gelegt, und der muss die erstmal angucken. Und der muss dann die Schlussfolgerungen ziehen. Also an dem Punkt, wo dann automatisch irgendwo in den Prozess eingegriffen wird, da sind wir nicht. Also, und das wird auch noch sehr, sehr lange dauern, bis man da wirklich ist. Das liegt nicht nur an der Technologie,
Technologie, sondern es liegt natürlich auch an der Verfügbarkeit der Daten. Wenn natürlich oft ist es natürlich so, dass man die Ergebnisse wirklich interpretieren muss, wenn bestimmte wichtige Größen in den Daten nicht drinnen sind, dann fällt eine scheinbare Kausalität auf andere Größen zurück, die gar nicht die wirkliche Ursache sind, nur weil die eigentliche Ursache in den Daten fehlt. Und solange ich nicht sehr umfangreiche Daten habe, wird es immer so sein, dass der Loop über den Menschen laufen muss, weil der nochmal eine Interpretation vornehmen muss. Aber der Mensch wird natürlich schon sehr stark geleitet. So, guck mal dahin, hier könnte sich was Neues entwickelt haben. Und in diesem Zusammenspiel durchaus im täglichen operativen Betrieb, aber immer den eigentlichen Operator noch im Loop. Wie ist das bei Deeptronics? A man in the middle? Ja, auf jeden Fall. Also die Komplexität, es geht ja letztlich, ist KI ja eine Form der Komplexitätsreduktion. Dinge auf den Kern bringen, visualisieren. Ja. Allein das ist schon ein erklärendes Element, muss man sozusagen. Ich fand, was Sie gerade gesagt hatten, zwei richtig gute Punkte fand ich. Erstens, Stand jetzt, wenn ich mir eine SMD-Linie zum Beispiel anschaue, da gibt es Experten für Druck, Experten für Bestückung, Experten für Lötung. Jeder Maschinensupplier hat da seine Rezepte und jeder versucht ein lokales Optimum rauszuholen. Und man beschwert sich dann übereinander, warum irgendwelche Toleranzen zu groß, zu klein, wie auch immer sind. Ich glaube, dass wir mit KI letztlich die Möglichkeit haben, auf einem großen Datenpool sozusagen nicht nur lokale Optima finden können, sondern globale. Dass man sagen können, und das war der zweite Punkt, den Sie sagten, wir können im Grunde genommen, wenn Sie so eine Plattform haben, die stärksten Verbindungen, die stärksten Korrelationen und damit Kausalitäten auch extrahieren. Die Experten in der Elektronik und vor allem jetzt bei mir mit dem THT-Löten, da ist eine Tendenz da, die haben ihren Expertenstolz und das ist alles wahnsinnig komplex. Aber wenn man dahinter guckt, dann kann man häufig sagen, Pareto-Prinzip, mit 20% der Einflussfaktoren kann ich 80% des Prozesses beschreiben. Ich brauche gar nicht so viele Daten, Einflussfaktoren und so weiter, um den allergrößten Nutzen schon abzudecken. So machen wir das, so mache ich das auch. Und das ist im Grunde genommen die KI ist in der Lage, diese Zusammenhänge zu finden und dann sollten wir als Menschen, und so sehe ich zumindest die Aufgabe von mir oder von uns als Ingenieuren, auch zu gucken, wo sind jetzt wirklich auch die übertragbaren Konzepte innerhalb meines Prozesses, um dann wiederum sagen zu können, also ich habe Linie 1, da gibt's die und die Zusammenhänge, aber wenn ich das gleiche Modell auf Linie 2 übertrage, ist das dann überhaupt noch anwendbar? Und zumindest erlebe ich das heute so, dass das nicht zwingend der Fall ist, weil ich nämlich zum Beispiel das Thema Leiterplatten und PCBA-Design überhaupt nicht mit drin habe, weil es einfach ein dreidimensionales Konstruktionselement ist, wo viel Prozessphysik auch auf Lötstellenebene passiert. Das zu modellieren ist nicht so ganz trivial. Ne? Und das ist aber jetzt auch meine Spezialität oder die Spezialität bei Deeptronics. Aber das, was ich sagen will, ne, was sind ich kann Einflussfaktoren priorisieren und bin dann als Ingenieur wieder schlauer. Und ich glaube, darin liegt auch eine Macht, die man da nutzen kann und sollte. Okay, also KI macht auch den Ingenieur schlauer. Ich würde sagen, ja. Genau, also die Nadel im Heuhaufen zu finden. Und, ja. Ich versuche gerade ein Schlusswort zu finden, weil nein, alles gut. Weil das Problem sozusagen, was ich gerade habe, ich habe noch ganz viele Fragen hier auf dem Zettel, muss aber leider zum Ende kommen. Hätte noch eine ganze Weile hier mit Ihnen diskutieren können. Ist halt einfach ein sehr, sehr spannendes Feld und wir haben auch nur ein paar Sachen angerissen, aber KI wird uns ja noch sehr, sehr lange beschäftigen und da gibt's noch viel Gelegenheiten, darüber zu sprechen. Deswegen sage ich jetzt erstmal für jetzt vielen Dank. Und also KI ist kein Selbstzweck. Das ist das, was wir jetzt aus dem Gespräch gelernt haben. Sie bietet ganz vielen wirklich konkreten Nutzen, sei es Fehler frühzeitig zu erkennen, Fehlerursachen zu verstehen oder auch Maschinen einfacher zu bedienen. So rum. Und kann sogar, das habe ich jetzt auch gelernt, therapeutisch eingesetzt werden. Das ist das nächste, worüber wir sprechen. Aber bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen.